and welcome to the Colani Favorites. This video series will introduce you to some wonderful examples of design history through a selection of our favorite pieces currently displayed in our exhibition Luigi Colani and Nouveau. But first things first, what actually is Nouveau and who was Luigi Colani? Well, Nouveau was an international style of art and architecture prevalent in Europe between the 1890s and the 1910s. It actually had different names and characteristics in different countries. For instance, in Germany, it was called Jugendstil, a great example of which can be seen here behind me, The Kiss by Peter Behrens. And Luigi Colani, who designed this plastic chair in 1965, was a German designer and an out-of-the-box thinker who came up with some pretty remarkable ideas about what design could and should actually be. Now, Colani was active as a designer several decades after the advent of the Art Nouveau, which kind of raises the question, what exactly is the connection between the two? Let's find out in the upcoming episodes. Hi und willkommen zu Colani Favorites, unserer neuen Serie hier im Museum Berlin zur aktuellen Ausstellung Luigi Colani und der Jugendstil. Und hier, wo ich gerade stehe, haben wir schon zwei Beispiele aus der Ausstellung, die uns den Vergleich näher bringen. Und zwar einmal Richard Riemer-Schmidt, ein Armlehnstuhl von 1903. Und davor haben wir Luigi Colani, ein Stuhl, ein Kinderstapelstuhl aus Kunststoff 1973 produziert. Und das Interessante daran ist, dass Luigi Colani sich 70 Jahre später auf Fragestellungen konzentriert, die bereits im Jugendstil um die Jahrhundertwende eine Rolle gespielt haben. Und wie er das macht, sehen wir in den folgenden Clips. Flowers, leaves, stems and all kinds of other vegetal motifs. That's what characterized the French Art Nouveau, a great example of which is this piece here by Hector Guimard. It's called Buffet with Water Lilies, and of course, for a reason. In fact, if you look up here, you will see the actual water lilies stretching towards the ceiling as if it were the surface of the water. Now, Guimard did not just decorate furniture with floral forms, but the city of Paris itself. In 1900, for the World Expo, he designed the entrances for the city's brand new metro system, jazzing it up with pieces such as these metro guitars over here. Besides the familiar vegetal motifs that we already saw on the buffet, you can also spot the letter M here, which of course stands for metro. Now, Colani would probably have seen these designs every day while studying at university in Paris. His remarks: "These are sculptures that would make any architect today green with envy." How so? Let's find out next week. Barcelona um 1900. Der junge Möbeldesigner und Kunsttischler Joan Busquet macht mit seinen Entwürfen im Stile des katalanischen Jugendstils oder auch Modernisme genannt von sich reden. Ein weiterer bekannter Vertreter dieser Strömung war Antoni Gaudí, der weltbekannte Architekt, mit dem Busquet auch immer wieder zusammenarbeitete. Wir sehen hier an dem dreigeteilten symmetrischen Spiegel hier neben mir auch wieder Grundformen des bekannten Jugendstils anhand der floralen Bemalungen, anhand der geschnitzten hölzernen Elemente an den Rändern des Spiegels, der Grundsymmetrie und der gesamten Opulenz. Gleichzeitig war Busquet auch inspiriert von der sogenannten École de Nancy, die wir auch anderswo in den Clips und in der Ausstellung wiedersehen. Sculpture or a piece of furniture? A pretty valid question in the case of this chair designed by Luigi Colani in 1972. Studying sculpture at the Academy of Arts in Berlin had a major impact on Colani. Many of his designs, including this one, were joyful formal experiments as much as functional objects. Notice that this chair doesn't have any angular corners or straight lines, but is constructed by a variety of rounded, curving forms, a feature borrowed from Art Nouveau. What enabled Colani to sculpt such objects was the easily malleable, hot new material of the time, plastic. What's also remarkable about this chair is that it is adjusted to human anatomy. No matter how you sit on it, it will always follow the curves of your body. More on Colani's human-centric approach is coming up next week. Art Nouveau, das französische Äquivalent zum deutschen Jugendstil, sehen wir hier in der Ausstellung unter anderem vertreten durch Émile Gallet und sein Etagerenschränkchen En Belle von 1903 in Nussbaum. Gallet war einer der bekanntesten Vertreter des Art Nouveau und zugleich Mitbegründer der sogenannten École de Nancy.
die sich auseinandersetzten mit Formen aus der Natur und Inspiration fanden unter anderem in der Kunst Japans. Das verstehen wir heutzutage als Japonismus. Und wir sehen das ganz gut unter anderem an der Signatur von Gallet hier, die von oben nach unten im japanisch-kalligraphischen Stil zu lesen ist. Und an weiteren Intarsien auch am Schränkchen. Luigi Colani war in den 50er Jahren als Student in Frankreich, lebte dort und war entsprechend umgeben von der Kunst des Art Nouveau und fand auch Inspiration darin, wie wir in weiteren Arbeiten sehen werden. An interior landscape shaped by its inhabitants. That is the idea behind this design by Luigi Colani from 1971. The pool, as it is called, is a modular piece consisting of 16 upholstered elements and a small plastic table, all of which can be arranged however one sees fit. This fully adjustable design is not only practical, but it gives room to people's playfulness and creativity as well. Contrary to traditional living room furniture, this piece invites everybody to join the same space, thereby encouraging interaction between its users. Additionally, the soft, rounded forms characteristic of Colani's objects make for an incredibly comfortable piece. In essence, with this design, Colani created an environment that is relaxing, playful, creative and social all at once. This approach was in many ways different to that of Colani's German peers at the time, more on which we'll find out next week. In den 70er Jahren beschäftigte sich Luigi Colani mehr und mehr mit Alltagsgegenständen und Möbeln. Und so kommt es, dass er 1979 in Zusammenarbeit mit der Firma Villeroy & Boch dieses Doppelwaschbecken in Keramik in dem Farbton Currygelb kreiert. Das Besondere hierbei ist, dass das Waschbecken umgehbar sein muss. Das bedeutet, es steht in einem Raum, der entsprechend groß ist, eine Art Wellness-Oase. Wir sehen hier auch ganz schön die Prinzipien des Jugendstils, die Colani anwendet, anhand der abgerundeten Ecken des Waschbeckens, des kleeblattartigen Fußes und aber Gedanken zur Funktionalität. Das sehen wir ganz gut an dem integrierten Spiegel, an den Lampen zu beiden Seiten, den integrierten Steckdosen und Handtuchhaltern. Sein Motto war 90% Natur, 10% Colani. Und das sehen wir in den nächsten Clips. The Bauhaus is out. It couldn't be any more out. A spirited declaration made by Luigi Colani in 1977. At that time, German design was still majorly indebted to the ideas brought to the fore by the Bauhaus half a century before. Its visual language was defined by a matter-of-fact, unemotional approach which regarded function as the decisive factor in the design process, hence the name, functionalism. The furniture displayed in this room illustrates functionalist design wonderfully well. Geometric forms, right angles, and a reserved colour palette chosen to suit and echo the machine age, a world shaped by industry and technology. Colani was convinced that functionalism was not up to the task of serving modern life anymore and rebelled against its dominance through his own design, which was quite the opposite of what we see here. Tune in again next week for more on German design and Luigi Colani. 1971 veröffentlicht Luigi Colani sein sogenanntes Ülem-Manifest. Eine Ansammlung von 120 losen Blättern, nicht in einem Buch zusammengebunden, sondern in solch einem roten Kunststoffkoffer mit funktionalem Griff transportiert. Darin befinden sich unter anderem Illustrationen, wie wir sie hier an der Wand finden, über Themen vom Verkehr bis zur Telekommunikation hin zum Menschen im Allgemeinen. Sein gesellschaftsrelevanter Anspruch wird nicht nur darin deutlich, sondern auch immer wieder in den Texten, die sich auch auf den Blättern befinden. Colanis visionäre Stadtansichten sind abgebildet, genauso wie Objekte, die er auch realisiert hat. Und solcherlei finden wir auch in den nächsten Clips. Frankfurt in the 1920s. Thousands of new apartments are built within a few years in a major residential construction program. The new apartments are all equipped with affordable and functional furniture, such as what you see here. The Frankfurt kitchen, as it became known, is the forerunner of modern fitted kitchens. Well equipped, with a modern stove, for instance, and has everything easily accessible but never in the way. Take, for instance, this fold-out ironing board here, or these drawer-like containers for common ingredients such as flour or sugar.
Now compare that to the kitchen capsule designed by Luigi Colani in circa 1970. All conceivable kitchen gadgets are within reach, reducing preparation time to a minimum, states Colani. Indeed, he took the underlying design idea from the Frankfurt kitchen and took it one step further, so that here we see everything literally within hand's reach. Functionalist design did have some valuable ideas for Colani after all. Nicht schwarz oder braun, eckig oder kantig, sondern einfach revolutionär in Form und Farbe. So lautete der damalige Werbeslogan zu diesem Gerät hier neben mir, dem RFT Colani TV. 1993 stellt Colani gemeinsam mit der Straßfurter Firma RFT auf der Berliner Funkausstellung den Prototyp zu diesem in Serie gefertigten TV-Gerät vor. Damals tatsächlich handgefertigt aus Kunststoff. Dieses Gerät ging später in Serie, es wurde 500 Mal produziert und Colani dachte dabei nicht nur das Gerät, sondern auch ein zugehöriges TV-Schränkchen im gleichen Farbton Silber Metallic, wie wir auch hier sehen können. Das schnittige Design und der futuristische Anspruch an Alltagsgeräte wird hier ganz schön deutlich und auch in den nächsten Objekten. Sportwagen als Do-it-yourself-Bausatz aus Kunststoff. Das ist die nahezu kühn wirkende Grundidee, die Colani 1960 zum Colani GT führt. Zuvor in den 50er Jahren wird er auf Einladung der US-amerikanischen Firma Douglas Motors Corporations in die USA zum Arbeiten eingeladen. Dort ist er tätig in der Abteilung für Aerodynamik und Kunststoff. Später zurück in den USA kooperiert er mit namhaften europäischen Automobilherstellern und entwickelt Passagierflugzeuge, Ein-Personen-Fahrzeuge, aber auch LKWs. Allen gemein sind seine Gedanken zum Design in Stromlinienform und der Effizienz dadurch. Und das führt ihn zum aus 3 Kunststoffteilen bestehenden Colani GT, welche dann wiederum auf eine VW Käferkarosserie drauf montiert werden und einen neuen Sportwagen bilden.